Bevor Kolumbus Amerika entdeckte, galt das kleine Kap Finisterre, am westlichen Ende Spaniens gelegen, als das Ende der Welt. Kap Finisterre, das sollte auch eins der Ziele unserer diesjährigen Motorradtour sein. Auf dem Weg dahin durften wir die für uns unbekannte, wunderschöne Landschaft und Kultur Nordspaniens entdecken. Wenn ihr wissen wollt, was wir dabei so alles erlebt und gesehen haben, bleibt dran und abonniert den Kanal. Grüezi, Servus und Hallo. Schön seid ihr beim 5. und letzten Teil unserer Reise durch Nordspanien auch wieder dabei. Tag 19 führt uns zuerst an die Quellen des Rio Ebro. In einem großen Bogen geht es danach nordwärts, um dann bei den Höhlen von Altamira wieder ins wilde kantabrische Landesinnere zu fahren. Bevor wir unser Tagesziel erreichen, fahren wir noch über den Puerto de Lunada und Silla. Kurz nach unserem Start in Soto erreichen wir Fontibre. Hier liegt die Quelle des Rio Ebro, mit 910 Kilometer der zweitlängste Fluss der Iberischen Halbinsel. Wenige Kilometer weiter fließt er in den Embalse del Ebro, einer der größten Stauseen in Spanien. Den Besuch der Quelle sparen wir uns für ein anderes Mal auf und fahren dem See entlang, um danach über den Puerto de la Magdalena ins bergige Inland zu gelangen. Seit Beginn unserer Reise, vor allem in der Region Kastilien-León, sahen wir immer wieder viele riesige Windräder, die nicht zu vergleichen sind mit den kleinen Windmühlen zu Zeiten von Don Quixote. Spanien gehörte 2021 nach Deutschland zum zweitgrößten Windproduzent in Europa. Jedoch geriet der weitere Ausbau der Windenergie ab 2012 etwas ins Stocken, soll aber nun einen neuen Aufschwung erleben. Dabei soll die Anzahl Windkraftanlagen bis 2030 fast verdoppelt werden. Wir fahren weiter Richtung Torrelavega. Unweit davon liegen die berühmten Höhlen von Altamira mit ihren steinzeitlichen Höhlenmalereien. Auf den etwa 930 Bildern sind verschiedene Tiere wie Hirsche, Pferde, Bison und andere abgebildet. Die Malereien sind vermutlich bis zu 17.000 Jahre alt. Seit 1979 ist die Höhle nicht mehr dem Publikum zugänglich. Jedoch wurde im nahegelegenen Besucherzentrum 2001
der 1500 Quadratmeter große Eingangsbereich der Höhle originaltreu nachgebildet. Wegen den aktuellen Covid-Maßnahmen ist ein spontaner Besuch leider nicht möglich. So zieht es uns wieder zurück ins Landesinnere. Hier in Kantabrien sieht es fast so aus wie bei uns im Schweizer Mittelland. Wir fühlen uns fast wie zu Hause. Langsam werden die sanften Hügel zu Bergketten. Nach dem Alto del Caracol öffnet sich eine wunderbare Aussicht auf den Parque Natural Collados del Ason mit seinem schroffen Kalkgebirgsmassiv des Alto Ason, ein 1518 Meter hoher kantabrischer Berggipfel. Vom Pass aus fahren wir runter ins Tal und biegen dann in die CA 643 ein. Diese führt uns entlang des Alto Ason zum Paso de Lunada. Dieser Pass dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Eine schöne Strecke, die einen großartigen Ausblick auf die Region und die Berge des Alto Ason bietet. Zum Abschluss des Tages geht es noch über den Portellino de la Silla. Unser Tagesziel ist nicht mehr weit. Darum legen wir hier eine letzte Pause ein und genießen die Aussicht.
Heute Morgen werden wir mit Regenwetter begrüßt. Auch die Temperaturen sind nicht gerade entzückend. Und so ist das Anziehen der Regenkleider nur halb so schlimm. Nach dem Frühstück verlassen wir Ramales de la Victoria Richtung La Rioja, dem weltberühmten Weinbaugebiet. Anschließend fahren wir nach Pamplona, um dort morgen unseren letzten Ruhetag einzulegen. Die heutige Strecke hat keine großen Highlights und dient eher als Überführungsetappe. Natürlich ist das Rioja-Gebiet sehenswert. Auch die vielen Bodegas würden zu der einen oder anderen Weindegustation einladen. Ist aber mit dem Motorrad doch etwas schwieriger. Daher wird unser heutiger Tagesbericht etwas kürzer als üblich. Wir erreichen das kleine Dorf Fonzaleche und somit auch die autonome Gemeinschaft La Rioja. Die Weinbauregion La Rioja gehört zu den bedeutendsten in Spanien und liegt am Oberlauf des Ebro auf dem Gebiet der 3 autonomen Gemeinschaften La Rioja, Baskenland und Navarra. Das Anbaugebiet ist selbst nochmals unterteilt in die Gebiete Rioja Alavesa, Rioja Alta und Rioja Baja. Über 20.000 Winzer produzieren hier zu 85% Rotwein der Rebsorten Tempranillo, Garnacha und Viura. Jährlich werden rund 280 Millionen Liter Wein produziert. Die Geschichte der Rioja-Weine geht zurück bis in die römische Zeit, hatte aber nicht immer das Renommee der späteren Jahrhunderte. Ab dem 16. Jahrhundert wurde durch den Jakobsweg und den vielen Klöstern das Weinbaugebiet bekannter. In den 1980er Jahren hat sich dann die Rioja neu erfunden und damit ihren heutigen guten Ruf erworben.
Bevor wir Pamplona erreichen, fahren wir noch über den kleinen Pass, dem Alto de Echauri. Dass wir den heutigen Abend in Pamplona mit einigen Tapas und den obligaten 1-2 Gläsern Rioja ausklingen lassen, muss wohl nicht extra erwähnt werden. Pamplona, Hauptstadt der autonomen Gemeinschaft Navarra. Wenn man von Pamplona spricht, spricht man unweigerlich auch über die berühmten Stierläufe während San Fermines. Die Feierlichkeiten zu Ehren des heiligen Firmin des Älteren beginnt am 6. Juli und dauern bis zum 14. Juli. Teil des Festes ist der Encierro, also das Eintreiben der Kampfstiere. Jeden Tag, Punkt 8 Uhr morgens, werden die 6 Stiere 875 Meter durch die Altstadt bis in die Arena getrieben. Ziel der Teilnehmer, den sogenannten Mozos, ist es, eine kurze Wegstrecke möglichst neben einem Stier zu laufen. Kurz vor dem Start versammeln sich einige Läufer an der Steigung von Santo Domingo bei der Statue von San Fermin, um mit einem Lied seinen Segen zu erbitten. Pamplona ist aber mehr als nur San Fermines. Es ist auch eine wunderschöne Stadt mit vielen schönen Ecken und Plätzen. So ist die Zitadelle von Pamplona aus dem Jahre 1571 mit ihrem Park und den Ausstellungsräumen immer einen Besuch wert. Mit Pamplona bringt man auch den Namen Ernest Hemingway in Verbindung, der bis heute wohl erfolgreichste und berühmteste US-amerikanische Schriftsteller. So besuchte er viele Male die Stadt und soll in seinen jungen Jahren selbst beim Encierro mitgelaufen sein. Hemingway begegnet man überall in Pamplona. Ich empfehle euch einen Besuch im Café Irún bei der Plaza del Castillo. Hier hat er nicht nur selbst viele Stunden mit Spirituosen und Plaudereien zugebracht, er hat dem geschichtsträchtigen Kaffeehaus auch in seinem berühmten Roman Fiesta ein ewiges Denkmal gesetzt. Pamplona ist auch Ausgangspunkt für viele Pilger, die sich von hier auf den Jakobsweg begeben. Startpunkt ist die gotische Kathedrale Santa Maria la Real, welche ab 1392 im Auftrag von Karl III. Von Navarra, der von 1361 bis 1425 lebte, erbaut wurde. Sie steht auf Teilen einer älteren römischen Kirche. Vor dem Altarraum steht der imposante Alabaster-Sarkophag des Gründers Karl III. Und seiner Frau Eleonor.
Wir genießen noch etwas die Altstadt, bevor es morgen weitergeht. Wie Ritter hoch zu Ross verlassen wir Pamplona durch den Portal de Francia. 1553 vom Herzog von Alburquerque erbaut, ist es das am besten erhaltene der 6 Tore der alten Stadtbefestigung. Noch 3 Tage und unsere Reise ist Geschichte. Heute geht es nach Huesca, wobei unser Hauptziel die Bardenas Reales sind. Die Strecke ist heute eher flach, auch wenn der eine oder andere kleine Hügel im Weg steht. Viel Verkehr ist auf den Provinzstraßen nicht los. Trotzdem kommt es kurzfristig zu einem kleinen Stau. Im Südosten Navarras erwartet uns eine kapriziöse, unglaubliche Landschaft. Die Bardenas Reales, die im Jahr 2000 zum Weltbiosphärenreservat erklärt wurde, überrascht mit ihrer Halbwüstenlandschaft. Geformt von Wasser, Wind und Sonne sind die Bardenas Reales eine einzigartige Umgebung, in der man die Natur und Ruhe genießen kann. Weite Ebenen wechseln sich ab mit Schluchten, Steilhängen und Hügeln, die Höhen bis zu 600 Meter erreichen. Der Park ist für Auto, Motorräder, Fahrräder oder auch zu Fuß zugänglich. Die Straßen sind jedoch Schotterpisten, die aber gut zu befahren sind. Weitere Infos zum Nationalpark findet ihr in der Beschreibung. Manchmal kommen wir uns vor wie im Wilden Westen. Jederzeit erwarten wir, dass Winnetou und Old Shatterhand um die Ecke reiten. Es wundert auch niemand, dass 1964 Sergio Leone hier den Filmklassiker für eine Handvoll $, mit Clint Eastwood gedreht hat. Doch auch für viele weitere Filme wie James Bond, Die Welt ist nicht genug oder The Counselor wurde die Bardenas Reales zur Filmkulisse.
Wir haben uns viel Zeit gelassen, um diese ganz besondere Gegend zu erkunden und zu genießen. Nach knapp 3 Stunden haben wir den Park umrundet und es geht nun nach Huesca. In der Provinzhauptstadt Huesca legen wir unseren letzten Stopp auf spanischem Boden. Wir erkunden etwas die Altstadt, besichtigen die Ultramarinos y Bodega La Confianza, ein seit 1871 bestehender traditioneller Lebensmittelladen, und genießen in der Plaza de Luis López Ayue die letzten Sonnenstrahlen bei einem kühlen Bier. Es ist soweit. Der letzte Tag in Spanien bricht an. Es geht zurück nach Hause. Die Geschichte der Rückfahrt ist schnell erzählt und ich möchte mich auch nicht lange damit aufhalten. Wir hatten geplant, in Andorra noch eine Übernachtung einzulegen. Wir haben uns aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden. Nach über 3 Wochen hat sich eine gewisse Müdigkeit bei uns eingeschlichen. Außerdem läuft der Hinterreifen auf der letzten Ritze und die Elektronik der GS jammert schon seit einer Weile, dass ich dem Händler meines Vertrauens einen Besuch abstatten soll. Daher haben wir uns entschieden, heute bis nach Montpellier zu fahren, um dort ein letztes Mal zu übernachten, bevor wir endgültig nach Hause zurückkehren. An dieser Stelle möchte ich ein kleines Fazit ziehen. Die Reise hat all unsere Erwartungen erfüllt. Nordspanien ist eine wunderschöne Region mit sehr unterschiedlichen Landschaften, Kulturen, Traditionen und Kulinarik. Wir mussten aber auch feststellen, dass wir nur einen Bruchteil davon entdeckt haben. Wir könnten nochmals 3 Wochen hinfahren, ohne je die gleiche Strecke zu befahren. Dankeschön geht an allen Zuschauern und Abonnenten. Wir hatten dieses erste Videoprojekt eigentlich nur für die Familie angedacht, sind aber über die für uns zahlreichen Views, Likes und Kommentare völlig überrascht. Ich hatte bisher und vermutlich auch jetzt noch keine große Ahnung von Videoherstellung und Videobearbeitung. Nach dem Motto Learning by Doing habe ich mich der Sache angenähert.
Daher bitte ich um Nachsicht, wenn nicht immer alles perfekt war. Die nächste Motorradtour ist in Planung. Auch diesmal werden wir unsere GoPros mitnehmen und wenn alles funktioniert, auch eine kleine Reisedokumentation machen. In diesem Sinne, besten Dank und bis bald. My vagabond heart, my vagabond heart.